Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Tom, wie geht es dir heute? Hi Amü, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Tom, heute möchte ich darüber sprechen, wie man mit Freunden ins Gespräch kommt. Magst du es, mit deinen Freunden zu reden? Ja, das tue ich. Ich spreche gerne mit meinen Freunden. Aber manchmal fühle ich mich schüchtern oder weiß nicht, was ich sagen soll. Das verstehe ich. Manchmal ist es schwer, ein Gespräch zu beginnen. Ich habe ein paar Ideen, wie man mit Freunden reden kann. Möchtest du sie hören? Ja, bitte. Ich würde gerne mehr darüber lernen, wie man Gespräche beginnt. Großartig! Eine Möglichkeit, ein Gespräch zu beginnen, ist, Hallo zu sagen und eine einfache Frage zu stellen. Zum Beispiel kannst du sagen, Hi, wie geht es dir? Das ist einfach. Ich sage oft Hallo zu meinen Freunden. Ja, das ist der erste Schritt. Nach dem Hallo kannst du nach ihrem Tag fragen. Du kannst sagen, wie war dein Tag? Oder hattest du einen guten Tag? Das gefällt mir. Nach dem Tag zu fragen, zeigt, dass man sich interessiert. Genau. Wenn du nach ihrem Tag fragst, gibt es ihnen die Möglichkeit zu sprechen. Du kannst auch ein wenig über deinen eigenen Tag erzählen. Zum Beispiel kannst du sagen, ich hatte einen arbeitsreichen Tag oder ich war im Park. Das ist eine gute Idee. Ein wenig zu teilen macht das Gespräch länger. Ja, es hilft, das Gespräch am Laufen zu halten. Eine andere Möglichkeit, ein Gespräch zu beginnen, ist, über etwas zu reden, das ihr beide mögt. Du kannst fragen, hast du den neuen Film gesehen? Oder hast du das Buch gelesen? Ich rede gerne über Filme und Bücher. Es ist einfach, Meinungen auszutauschen. Richtig. Wenn du nach Filmen oder Büchern fragst, kann dein Freund sagen, was er denkt. Das macht das Gespräch interessant. Manchmal weiß ich nicht, was ich als nächstes sagen soll. Ich mache mir Sorgen, dass ich die Worte ausgehe. Das ist eine verbreitete Sorge. Eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist, offene Fragen zu stellen. Offene Fragen sind Fragen, die mehr als eine Ja- oder Nein-Antwort erfordern. Zum Beispiel kannst du fragen, was hat dir an dem Film gefallen? Anstatt, hat dir der Film gefallen? Ich verstehe. Offene Fragen helfen meinem Freund, mehr zu erklären. Das macht das Gespräch interessant. Ja, und du kannst auch aufmerksam zuhören und weitere Fragen stellen. Zum Beispiel, wenn dein Freund sagt, ich mochte den Film, weil er lustig war, kannst du fragen, was war dein Lieblingswitz? Das ist eine gute Möglichkeit, das Gespräch am Laufen zu halten. Ich werde versuchen, beim nächsten Mal offene Fragen zu stellen. Super! Eine weitere Möglichkeit, mit Freunden zu sprechen, ist, über deine Hobbys zu reden. Du kannst sagen, ich spiele gerne Fußball. Spielst du auch Fußball? Oder ich male gerne. Welche Hobbys hast du? Ich liebe es, über Hobbys zu reden. Ich spiele gerne Videospiele und fahre Fahrrad. Das ist schön. Wenn du deine Hobbys teilst, kannst du mehr übereinander erfahren. Ihr könnt auch planen, etwas zusammen zu machen, wie ein Spiel zu spielen oder eine Radtour zu machen. Ja, das würde ich mögen. Über Hobbys zu sprechen macht mich glücklich und entspannt. Tom, benutzt du manchmal soziale Medien, um mit deinen Freunden zu sprechen? Ja, das tue ich. Ich nutze Textnachrichten und soziale Medien, um mit meinen Freunden zu chatten.
Soziale Medien sind eine gute Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben. Du kannst eine Nachricht senden wie „Hi, wie geht es dir?" oder „Was machst du heute?" Ich sende oft morgens eine Nachricht, um Hallo zu sagen. Es ist eine einfache Möglichkeit, ein Gespräch zu beginnen. Genau. Selbst eine kurze Nachricht kann deinen Freund zum Lächeln bringen und später ein Gespräch beginnen. Ich benutze gerne soziale Medien, aber ich mag auch persönliche Gespräche. Sie fühlen sich persönlicher an. Ja, persönliche Gespräche sind sehr schön. Wenn du deinen Freund persönlich siehst, kannst du lächeln, Körpersprache verwenden und klar sprechen. Ich stimme zu. Ich fühle mich wohler, wenn ich mit meinen Freunden persönlich rede. Tom, manchmal ist es schwer, ein Gespräch zu beginnen, wenn man jemanden Neues trifft. Hast du Tipps dafür? Ja, habe ich. Wenn ich eine neue Person treffe, sage ich, Hallo, ich heiße Tom. Wie heißt du? Das ist ein guter Anfang. Du kannst auch einfache Fragen stellen wie „Woher kommst du?" oder „Was machst du gerne?" Richtig. Ich frage gerne, magst du Sport? Oder was ist dein Lieblingsessen? Diese Fragen sind einfach und freundlich. Sie helfen dir, mehr über die andere Person zu erfahren. Ja, und wenn ich eine Frage stelle, versuche ich zu lächeln und langsam zu sprechen. Das lässt die neue Person sich wohlfühlen. Lächeln und langsam sprechen sind sehr wichtig. Sie zeigen, dass du freundlich bist und dich interessierst. Ich werde daran denken, wenn ich neue Leute treffe. Danke für die Tipps, Amü. Gern geschehen, Tom. Ich freue mich, meine Ideen mit dir zu teilen. Ich fühle mich jetzt sicherer, wenn es darum geht, Gespräche zu beginnen. Ich werde versuchen, offene Fragen zu stellen und über Hobbys zu sprechen. Das ist schön zu hören. Denk daran, Übung macht den Meister. Je mehr du mit deinen Freunden sprichst, desto einfacher wird es. Ja, ich werde jeden Tag üben. Ich werde Hallo sagen und Fragen stellen. Ich werde auch ein wenig über meinen Tag erzählen. Genau, jedes kleine Gespräch hilft dir, dich zu verbessern. Selbst ein kurzes Gespräch an der Bushaltestelle oder im Klassenzimmer ist gute Übung. Ich werde versuchen, öfter mit meinen Freunden zu sprechen. Ich möchte ein guter Gesprächspartner sein. Das bist du schon, Tom. Du musst nur weiter üben und du selbst sein. Danke, Amü. Ich fühle mich jetzt entspannter, wenn ich mit meinen Freunden spreche. Das freut mich zu hören. Denk daran, es ist okay, manchmal schüchtern zu sein. Jeder ist irgendwann einmal schüchtern. Ja, das weiß ich. Ich werde mir nicht zu viele Sorgen machen, wenn ich einen Fehler mache. Ich werde lernen und es erneut versuchen. Das ist die richtige Einstellung. Fehler gehören zum Lernen dazu. Jedes Mal, wenn du sprichst, wirst du ein bisschen besser. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Ich möchte meine Gespräche genießen und nicht gestresst sein. Die Freude am Gespräch ist sehr wichtig. Wenn du entspannt bist und du selbst bist, macht das Reden mehr Spaß. Amü, kannst du mir ein Beispiel für ein einfaches Gespräch geben? Ich möchte sehen, wie es funktioniert. Natürlich, Tom. Hier ist ein Beispiel. Du sagst, „Hi Sarah, wie geht es dir?" Sarah antwortet, „Mir geht es gut, danke." Und dir? Dann fragst du, „Was hast du heute gemacht?" Sarah sagt, „Ich war im Park." Und du? Du antwortest, „Ich war zu Hause und habe ein Buch gelesen." Das ist ein kurzes und einfaches Gespräch. Mir gefällt dieses Beispiel. Es ist einfach und klar. Ich werde versuchen, dieses Muster zu verwenden, wenn ich mit meinen Freunden rede.
Ja, du kannst dieses Muster in vielen Situationen verwenden. Du kannst die Fragen an deinen Tag anpassen. Zum Beispiel kannst du nach dem Wochenende, einem neuen Film oder einem Hobby fragen. Das ist eine gute Idee. Ich werde verschiedene Fragen üben. Ich möchte auf jede Unterhaltung vorbereitet sein. Tom, hast du Freunde, die Deutsch als Zweitsprache sprechen? Ja, das habe ich. Einige meiner Freunde lernen Deutsch. Ich rede gerne mit ihnen, weil es mir auch beim Üben hilft. Das ist wunderbar. Wenn du mit Freunden sprichst, die Deutsch lernen, könnt ihr euch gegenseitig helfen. Ja, wir stellen oft einfache Fragen und teilen unsere täglichen Aktivitäten. Das macht das Lernen spaßig. Ich stimme zu. Mit Freunden zu sprechen ist eine großartige Möglichkeit, sich zu verbessern. Du lernst neue Wörter und Ideen. Ich fühle mich sicherer, wenn ich mit meinen Freunden spreche. Ich weiß, dass sie geduldig und freundlich sind. Das ist sehr wichtig. Ein freundliches Gespräch macht das Lernen einfacher und angenehmer. Ich werde weiterhin mit meinen Freunden auf Deutsch sprechen. Es hilft mir zu üben und stärkt unsere Freundschaft. Tom, manchmal schreibe ich gerne eine kurze Nachricht, bevor ich einen Freund treffe. Machst du das auch? Ja, manchmal sende ich eine Textnachricht. Ich sage, Hi, treffen wir uns um 15 Uhr im Café? Das ist eine gute Möglichkeit zu planen. Eine kurze Nachricht hilft dir, das Treffen zu bestätigen und kann ein Gespräch beginnen. Das stimmt. Wenn ich im Café ankomme, kann ich sagen, Hallo, ich habe deine Nachricht erhalten. Wie geht es dir? Genau Nachrichten zu verwenden und dann persönlich zu sprechen, lässt das Gespräch flüssig verlaufen. Ich werde weiterhin Textnachrichten nutzen, um meine Treffen zu planen. Das gibt mir ein Gefühl von Organisation. Organisiert zu sein ist hilfreich. Es bedeutet, dass du bereit bist zu sprechen, wenn du deinen Freund triffst. Ja, und das gefällt mir. Es macht das Gespräch entspannter. Tom, was magst du am meisten daran, mit deinen Freunden zu sprechen? Ich mag es, dass es eine Gelegenheit ist, meinen Tag zu teilen. Ich höre auch gerne, was meine Freunde gemacht haben. Das verbindet uns. So geht es mir auch. Mit Freunden zu reden macht Spaß und hilft mir, neue Dinge zu lernen. Ja, jedes Gespräch ist eine Gelegenheit zu lernen. Ich mag auch, dass wir über unsere Hobbys sprechen und Aktivitäten zusammen planen können. Das ist sehr wahr. Wenn wir unsere Hobbys teilen, können wir planen, ein Spiel zu spielen, einen Film zu schauen oder einen Spaziergang zu machen. Ich fühle mich immer glücklich nach einem guten Gespräch mit meinen Freunden. Es macht meinen Tag besser. Ich stimme zu. Ein freundliches Gespräch kann einen langweiligen Tag in einen unterhaltsamen verwandeln. Ich werde daran denken, jeden Tag mit meinen Freunden zu sprechen. Das ist gut für mein Deutsch und mein Glück. Ja, tägliche Übung ist der Schlüssel. Selbst ein kurzes Hallo oder eine einfache Frage kann einen großen Unterschied machen. Danke, Amü. Ich habe heute viel darüber gelernt, wie man mit Freunden spricht. Gern geschehen, Tom. Ich freue mich, diese Ideen mit dir zu teilen. Denk daran, einfache Worte zu verwenden, offene Fragen zu stellen und ein wenig von dir selbst zu erzählen. Das ist der beste Weg, um ein Gespräch zu beginnen. Das werde ich mir merken. Ich fühle mich sicherer und bereit zum Üben. Ich bin mir sicher, dass du es großartig machen wirst. Übe weiter und bald wirst du noch leichter mit deinen Freunden sprechen. Ja, ich werde jeden Tag üben. Danke für deine Hilfe, Amü. Ich schätze deine Tipps zum Gesprächsstart. Du bist sehr willkommen, Tom. Ich bin immer hier, um dir zu helfen.
Lass uns ein wenig mehr üben. Kannst du mir ein Beispiel geben, wie du ein Gespräch mit einem Freund beginnen würdest? Sicher. Ich werde sagen, Hi Jon, wie geht es dir heute? Dann werde ich fragen, was hast du heute Morgen gemacht? Das ist ein guter Anfang, Tom. Du verwendest eine einfache Begrüßung und eine klare Frage. Ja, ich möchte es einfach halten. Ich werde auf Jons Antwort hören und vielleicht sagen, ich war auf dem Markt oder ich habe ein Buch gelesen. Perfekt. Dein eigenes Erlebnis zu teilen, macht das Gespräch interessanter. Ich werde diese Art von Gespräch jeden Tag üben. Es hilft mir zu lernen und macht mich glücklich. Ich freue mich, das zu hören. Denk daran, je mehr du übst, desto einfacher wird es. Tom, möchtest du ein Rollenspiel ausprobieren? Wir können jetzt ein Gespräch üben. Ja, das würde ich sehr gerne. Lass uns zusammen üben. Super. Ich werde deine Freundin sein und du kannst mir Fragen stellen. Bereit? Ich bin bereit. Los geht's. Hi Sarah, wie geht es dir heute? Hi Tom, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Was hast du heute gemacht? Ich war im Park und dann im Café. Und du? Ich war zu Hause und habe ein bisschen gelesen. Hast du im Park Freunde getroffen? Ja, ich habe Anna dort getroffen. Wir haben eine Weile gesprochen. Das klingt schön. Ich sehe gerne meine Freunde im Park. Es ist ein guter Ort zum Entspannen. Ja, der Park ist sehr schön. Manchmal gehe ich dorthin, um Fußball zu spielen. Ich gehe gerne im Park spazieren und genieße die frische Luft. Danke, Sarah. Ich werde dich bald wiedersehen. Danke, dass du mit mir geübt hast, Amü. Ich fühle mich jetzt sicherer. Du hast das sehr gut gemacht, Tom. So zu üben hilft dir zu lernen und dich zu entspannen. Ich werde mehr Gespräche üben. Es macht Spaß und ist einfach, wenn man einfache Worte verwendet. Ja, und denk daran, jedes kleine Gespräch ist eine Chance zur Verbesserung. Ich freue mich, dass wir heute darüber gesprochen haben, wie man mit Freunden spricht. Ich habe viele neue Ideen gelernt. Ich auch, Amü. Ich werde diese Ideen in meinem Alltag verwenden. Danke für deine Hilfe und dass du eine gute Freundin bist. Gern geschehen, Tom. Ich bin immer hier, um dich zu unterstützen. Lass uns morgen wieder treffen, um mehr Deutsch zu üben. Ja, das würde ich sehr gerne. Ich werde heute Abend meine Begrüßungen und Fragen üben. Das ist ein guter Plan. Ich freue mich auf unser nächstes Üben. Hab einen tollen Tag, Tom. Danke, Amü. Hab auch einen tollen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Tom. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.